Willkommen zu Frequent Traveler TV. Mein Name ist Lars Korsten. Heute natürlich wieder mit einer frisch gepressten Sendung. Cityline tot, das wissen wir schon, aber es bedeutet für Austrian Airlines, Swiss und Edelweiss neue Flugpläne, neue Änderungen, gehen wir darauf ein. Dann die EU hat gesagt, die Beihilfen für Lufthansa während Covid waren nicht erlaubt. Und die Frage ist heute wieder zurückgezahlt, aber gehen wir auch darauf ein. Dann haben wir Emirates, Tim Clark, glaube ich, ist es, der hat da Lustigkeiten gesagt, dass Emirates, der Hub in Dubai, wiederkommt. Dann haben wir noch bei Lufthansa jetzt den ultra-billig Economy-Class-Flug als Realität und Lufthansa 380, neue Business Class. Ich hoffe, ich habe alle Themen. Ihr denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch natürlich ganz wichtig, aufs School zu kommen und zu kommentieren. Das erste Thema ist Swiss Edelweiss Flugplan Chaos, kann man das Ganze nennen. Denn Swiss und Edelweiss reagieren kurzfristig ja auf die Kapazitätsprobleme bei der Lufthansa Group, denn die Nachfrageverschiebung durch die Cityline Einstellungen, ich weiß nicht, ob man es Killen nennen soll, und die geopolitischen Unsicherheiten führen dazu, dass da nochmal alles aufgedröselt wird. Lufthansa streicht ja 20.000 Kurzstrecken. Swiss hat 140 neue Zusatzflüge, Cluj, Stuttgart, München, gleichzeitig aber trotzdem weniger Flüge, 50 Stück, nämlich durch die Umverteilung. Edelweiss streicht Denver und Seattle, man mag USA anscheinend nicht. Reduzierung Las Vegas, deshalb fliegt man auch im Winter nicht in den Oman, nach Maskat und Salalah. Und Airlines werden natürlich flexibler und auch weniger planbar in ihrer Flugplanung. Das heißt also, wir haben Tickets gekauft und dann auf einmal, nee, fällt aus wegen ist nicht. Und USA-Nachfrage ist schwächer als erwartet. Ja, Nahostkrise wirkt halt auf die Planung komplett aus. Und Hubs außerhalb Deutschlands gewinnen dadurch natürlich auch mehr an Bedeutung. Aber klassische Ferienziele in Europa sind stabiler als die Longhaul-Flüge. Ja, muss man so sehen. Ja, Lufthansa reagiert, aber wirkt irgendwie operativ trotzdem unter Druck. Ich habe heute, glaube ich, American Airlines aus Dallas, die Freunde, die machen dieses Jahr keinen Gewinn. Also muss man gucken. Aber Lufthansa hat da ja noch vielleicht Gutes und Glück. Ja, die Verschiebung ist halt wirklich Richtung Europa und Leisure. Das ist halt das Fazit, was man ziehen kann. Und ihr könnt natürlich dazu die Frage des Tages beantworten. Wird Langstrecke für europäische Airlines aktuell zum Risiko? Ja, und dann gibt es auch den Cityline-Effekt bei den Austrian Airlines-Jüngern in Wien. Die Austrian Airlines bauten ihr Netzwerk massiv um und profitiert auch von dem City Airlines aus durch zusätzliche Kapazitäten, aber auch Passagierströme, weil viele Passagiere werden ja dann durch die Hubs durchgeleitet und fliegen damit. Konsolidierung von 10 Verbindungen, 800 Flüge plus im Sommer in Europa, Upgauging mit der Embraer auf Airbus A320, heißt also größeres Gerät wird genommen. Fokus sind Palma, Dubrovnik, Malaga, aber auch Barcelona. Nahostflüge sind halt ausgesetzt und damit sind auch Kapazitäten frei geworden. Klare Strategie ist auch hier Effizienz und natürlich auch höhere Auslastung. Und Wien wird als Tourismushub positioniert. Die Bedeutung langfristig weniger Frequenzen, aber größere Flugzeuge wäre natürlich auch nicht schlecht, weil ich denke mal, so ein Embraer ist halt nicht ganz so bequem wie ein 320er, ne? Oder beziehungsweise noch größer, wer weiß das. Und vielleicht ist ja auch Austrian vielleicht der heimliche Gewinner und Annette Mann freut sich. Und der Shift von Business zu Leisure, hoffentlich nicht dauerhaft. Ich weiß nicht, ich finde Austrian eher so als Business Airline, aber ihr könnt das ja gerne sagen. Austrian nutzt die Krise halt auch strategisch gut, um sich zu positionieren, da in Erinnerung zu rufen. Klare Ausrichtung ist auch natürlich auf profitablere Strecken. Auch hier haben wir zu dem Thema eine Frage, und zwar, werden kleine Regionalflieger langfristig verschwinden? Ich weiß es nicht. Ich glaube es nicht. Dann haben wir das nächste Thema, EuGH. Das ist so ein Thema, da bin ich so ein bisschen, ja, ich weiß es nicht, da bin ich verwirrt. Und zwar, der Europäische Gerichtshof hat die Corona-Staatshilfe für Lufthansa für nichtig erklärt. Und zwar gibt es da formale Fehler der EU-Kommission. Es geht um 6 Milliarden Euro Staatshilfe. Lufthansa hatte zurückgezahlt.
Condor und Ryanair haben geklagt. Die Preisgestaltung der Aktien war so das Thema und die neue Prüfung durch die EU läuft. Ist natürlich politisch ein hochsensibles Thema, weil man natürlich hier Wettbewerbsverzerrung hat oder will man eine Fluggesellschaft retten. Wie wir ja von Carsten S. aus M. wussten, gab es ja sogar das Schreiben, dass die Lufthansa insolvent ist. Also man hatte das vorbereitet. Ja, es ist halt so, dass die Billigflieger jetzt juristisch eingreifen und man kann ein bisschen Ryanair verstehen. Die hatten ja selber Knete, die haben ja gar keine Staatshilfen angenommen. Ne? Und die Frage ist, wie die Signalwirkung ist für die nächsten Krisen. Heißt also, das Einzige, was ich mir jetzt vorstellen kann, ich meine, das Geld ist zurückgezahlt. Was wollen, also das Einzige, aber ich bin ja kein Jurist, wenn ihr da eine Meinung habt, schreibt es unten rein. Die Knete ist zurückgezahlt, wenn sie nicht zurückgezahlt wäre, hätte man sagen können, hey Freunde, ihr müsst noch zurückzahlen. Ne? Aber jetzt, sofort. Aber das ist ja jetzt quasi nicht. Also wird es wirklich nur das Einzige, was halt als Malus bleibt für die Zukunft, vielleicht ein Problem. Und rechtlich ist es eine Niederlage, aber operativ keine Auswirkung. Feldauswegen ist nicht, also ist kein Problem. Und das andere ist, es ist ein gefährlicher Präzedenzfall. Ihr könnt hier die Frage beantworten, und zwar, sollte der Staat Airlines überhaupt retten? Ja, gute Nachricht aus dem Hause Lufthansa, LH380 Business Class, neu, raus. Und zwar heute der Erstflug von München nach Los Angeles. Schade, dass ich nicht nach Los Angeles muss. Also nicht jetzt, heute. Und 8 380er werden umgerüstet, sind 68 neue Thompson-Sitze, die sind sehr geil. 2 Meter Bettlänge, 58 Zentimeter Breite, direkter Zugang zum Gang. Die Dinger haben Bluetooth und auch ein neues Entertainment-System. Das ist eine absolut überaus fällige Modernisierung der 380er. Und man hat dort natürlich Konkurrenzdruck durch Middle East und Asian, aber ich finde es halt spannend, das totgesagte länger leben, weil wie oft hatte man gesagt, 380er finished und er kommt wieder. Und Fokus ist jetzt wirklich auf Produktqualität statt nur Netzwerk. Gut, man kann die Frage natürlich stellen, ob das jetzt reicht, um gegen Qatar oder gegen Emirates zu gewinnen. Ehrliche Antwort, nein, nicht wirklich, aber es ist ein Riesenschritt. Und ich denke auch, dass wir leiden auf hohem Niveau. Man kann jetzt ja auch die Frage stellen, warum der Retrofit so lange dauert. Weil die Maschine war, glaube ich, wann war die? War die im Februar in die Elbe Flugzeugwerke in Dresden? Also es hat Zeit und es wird mit einem Check verbunden und deshalb gehen die natürlich dann der Reihe nach da durch. Ja, wichtiger Schritt, sagen viele als Fazit, dass es aber kein Gamechanger ist. Für mich ist es schon ein Gamechanger bei Lufthansa, muss man ehrlicherweise sagen. Und Lufthansa holt, ja, sie holen nur auf, aber das Produkt ist halt dann okay. Ist halt dann, also ihr könnt es ja schreiben, was ihr dazu denkt. Und die Frage des Tages, fliegt Lufthansa im Premium-Segment, gerade beim 380er, wo man diese Sitze hat, einfach nur hinterher? Zieht die Antwort auf 380er bitte. Gerade noch über Emirates und den Golf, über die Krise gesprochen. Die 380er-Flotte, die da ist. Man hat bei Emirates trotz Iran-Krise optimistische und schnelle Erholung der Region als Perspektive. Man hat im Moment 2/3 der Flotte nur im Einsatz, 90% der Ziele werden wieder angeflogen. Erholung eventuell bis Ende Sommer. Kommt jetzt ein bisschen darauf an, wie da im Iran die Lage so ist. Wir sind kein politischer Kanal, genauso wenig machen wir Aktientipps. Deshalb werde ich mich zu dem Thema jetzt nicht weiter äußern. Clark sagt, Menschen vergessen schnell. Carsten S. hatte das ja auch gesagt. Wenn der Preis stimmt, vergisst man vieles. So wie Leute vergessen bei Ryanair. War nicht so toll, aber war halt billig. Ja, man merkt halt, dass gerade wenn der Krieg vor der Haustür steht, dass da ein Riesenthema ist, Geopolitik ein Thema ist. Langfristig wird Dubai natürlich ein langfristiger Hub bleiben, muss man ja auch so sagen. Und die Frage ist halt, ist es eine kurzfristige Krise oder langfristig gibt es da eine strukturelle Veränderung? Das muss man sich dann mal wirklich anschauen, wie das wirklich ist. Und wenn wir weiter in das Thema reingehen, muss man halt fragen, bleibt Emirates trotzdem stark? Weil die Leute vielleicht vergessen und dann ist das Thema gegessen. Deshalb auch die passende Frage, wird der Golf als Transithals eventuell ersetzt werden oder jemals ersetzt werden? Finde ich jetzt ein bisschen eine weite Frage, klar, aber gut, meine Frage, weiß ich. Aber beantwortet sie einfach mal. Und jetzt haben wir beim 6. Thema das Thema, wo wir Ryanair, Lufthansa leiden auf hohem Niveau, eigentlich alles einmal schütteln können und sagen können,
Lufthansa Economy Basic. Lufthansa führt den Ultra-Billig-Tarif ein. Das gab es ja erst als Pipi-Box-Parole. Jetzt ist es wirklich offiziell bestätigt. Man darf nur einen persönlichen Gegenstand inklusive kein Handgepäck, kein Aufgabegepäck. Einführung ab Mai. Gilt konzernweit auf einigen, also gibt da irgendwie so Startstrecken wahrscheinlich. Lufthansa, Swiss, Austrian. Konkurrenzmodell zur Air France KLM, muss man klar sagen. Und man sieht dass man da versucht, einen hybriden Ansatz zu machen. Wir kennen das ja von Air Baltic zum Beispiel, dass man halt ultra Low-Cost in einem Premium-Bereich machen möchte. Die Fragmentierung der Tarife nimmt immer weiter zu. Wer das aus Versehen kauft, nicht richtig gelesen hat, ist ja komplett am Arsch. Vielfliegerprogramme werden ja entwertet, weil es gibt auch dafür wohl keine Meilenpunkte. Air France KLM hatte ja auch so einen Tarif, die sind zurückgerudert, haben wenigstens ein paar XPs gegeben, ich glaube 5 oder was. Und Ziel ist natürlich, dass man preissensible Kunden zurückholen möchte. Aber ich weiß nicht, ob das funktioniert, dass man auf der einen Seite Premium neben Low-Cost sitzen hat. Das geht halt nicht. Das ist so eine eierlegende Wollmilchsau. Strategisch logisch, aber es ist halt für die Marke absolut riskant, weil womit assoziieren die Leute dann die Lufthansa am Ende? Und das muss man dann halt so sagen, wie es ist. Doof. Und klar, der Druck von Ryanair und Co. ist massiv, aber die Frage ist, ob man sich nicht auf eigene Stärken besinnt und da einfach vielleicht die Preisunterschiede rausarbeitet. Ich glaube, Bugatti ist auch nur ein Auto, was euch von A nach B bringt, aber die Dinger kosten halt wesentlich mehr, aber die können es auch erklären. Ja gut, auch hier wieder kein Autokanal, wird auch keine Diskussion, aber trotzdem. Und die Frage ist, wie viel Service ist euch als Passagierin wichtig? Man sieht halt neben der massiven Umstrukturierung im Netzwerk durch die Lufthansa Cityline Killing durch das Killen, klar, und man sieht auch die Verschiebung von dem Ganzen Richtung Europa und Leisure, gerade bei der Austrian Airlines ist das ja besonders wichtig. Und man merkt halt, dass Premium-Produkte zwar verbessert werden, aber nur reaktiv. Nicht, dass man da irgendwie eine Art Leadership hat. Im 380er zumindest, ich weiß nicht, kann man Allegris auch als Leadership betrachten oder sagt man das einfach, das ist komplett Banane? Und dann auch die Fragestellung ist natürlich, sollte der Staat Fluggesellschaften retten? Das ist ja auch so ein Thema, wo man fragt, wie viel Staat, wie viel Geschäft, ne? Ist halt so. Und die geopolitischen Risiken sind ein zentraler Faktor. Und auch der Wettbewerb in dem ganzen Kontext nimmt natürlich am Ende zu. Man sieht aber trotzdem auch, dass Premium Low-Cost sein möchte. Eine eierlegende Wollmilchsau. Ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen oder auf Skool zu kommentieren. Denkt dran, auch die Frage des Tages zu beantworten. Ist Lufthansa im Premium-Segment konkurrenzfähig? Entschuldigung, ich dachte, ich komme ohne Niesen durch. Ich wollte es aufhalten, eine Minute, aber denkt jetzt an die zweite Frage des Tages. Und zwar nehmen wir einfach, wie viel Service braucht ein Flugticket wirklich? Ja, also reingenießt und ihr schreibt Kommentare und kommt aufs Skool. Ich danke euch, bis zur nächsten Sendung. Bis dann, ciao.